Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder da bist. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast bereits deine Häkelnadel in deiner Hand. Heute zeige ich dir, wie du dieses wunderschöne Sonnenblumen-Granny Square häkeln kannst. Es passt perfekt zu meinen anderen Granny Squares. Du kannst es also prima in größere Projekte einbauen oder einfach so genießen. Dieses Sonnenblumen-Granny Square besteht aus 4 oder 5 Runden. Häkle es einfach so groß, wie du es möchtest. Ich häkle meine Granny Squares wieder mit der My Boshi No. 2 und einer dazu passenden Häkelnadel, aber diese Info sowie viele weitere, wie zum Beispiel den Link zu meiner schriftlichen Anleitung, findest du wie immer in meiner Videobeschreibung. Und wenn du deine Häkelnadel noch nicht parat hast, schnapp sie dir jetzt. Zusammen häkeln macht nämlich am meisten Spaß. Runde 1. Erst häkeln wir die Mitte der Sonnenblume. Ich beginne mit einem einfachen Fadenring bzw. Magic Ring. Wenn dir der noch nicht gelingt, dann häkle 5 Luftmaschen. Und schließe sie mit einer Kettmasche zur Runde. So entsteht ein kleiner Ring, in diesen häkelst du dann deine Stäbchen. Ich starte noch einmal mit meinem Magic Ring. Ich überkreuze die Enden und hole mir den Faden durch. Und fixiere den magischen Ring mit einer Luftmasche. Und in diesen Fadenring häkle ich insgesamt 15 ganze Stäbchen und ein Ersatzstäbchen. Ich beginne mit 3 Luftmaschen, die mein erstes ganzes Stäbchen ersetzen. Dann folgen 15 weitere ganze Stäbchen, also insgesamt 16. Wenn du dir bei den Maschen unsicher bist oder ganz neu beim Häkeln, dann schau gerne in mein Anfängervideo rein, da erkläre ich die Basis ganz genau. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Und zum Schluss schließe ich die Runde mit einer Kettmasche in die oberste Luftmasche vom Anfang. Den Anfangsfaden ziehe ich fest hinten zusammen und vernähe ihn dann später. Und schon ist die Mitte deiner Sonnenblume fertig.
Du kannst jetzt hier mit der gleichen Farbe weiter häkeln. Oder du schneidest den Faden ab und ziehst ihn fest und beginnst mit einer neuen Farbe, mit einem Anfangsknoten. Bei welcher Masche du die neue Runde beginnst, ist übrigens nicht so wichtig. Runde 2. Nun kommt eine Runde mit Zweier-Stäbchencluster. Jetzt beginne ich mit dem ersten Zweier-Stäbchencluster. Der schaut etwas anders aus als die anderen. Ich häkle 2 Luftmaschen, Umschlag, steche in die Masche ein, hole den Faden und ziehe den Faden einmal durch 2. Du hast jetzt 2 Schlingen auf der Nadel und nun ziehe den Faden durch alle 2. Eine Luftmasche. Jetzt sind wir nicht mehr hier unten, sondern hier oben und deswegen sieht unser Cluster ab nun anders aus. Umschlag. Ich steche in die nächste Masche ein, hole den Faden und ziehe den Faden einmal durch 2. Und genau das mache ich gleich noch einmal. Du hast jetzt 3 Schlingen auf der Nadel und nun ziehe den Faden durch alle 3. Wieder eine Luftmasche und das wiederholst du, bis du insgesamt 16 Zweiercluster mit einer Luftmasche dazwischen hast. Diesen Endfaden kann ich jetzt übrigens mit einhäkeln. Ich lege ihn einfach nur so drüber. Dann brauche ich ihn später nämlich nicht vernähen. Und du häkelst einfach ganz normal weiter, als ob das ein Teil der Masche wäre.
Am Ende der Runde schließt du wieder mit einer Kettmasche in die Luftmaschenlücke. Jetzt kannst du mit der gleichen Farbe wieder weiter häkeln oder du schneidest den Faden ab und beginnst mit der neuen Farbe mit einem Anfangsknoten und einer Kettmasche. Runde 3. In dieser Runde häkeln wir Viererstäbchencluster. Hier beginne ich mit meinem Anfangs-Vierer-Cluster, der wieder etwas anders aussieht als die anderen. Ich häkle 2 Luftmaschen, Umschlag, einstechen, Faden holen, einmal durch 2, dann stoppen. Das machst du insgesamt 3 Mal, sodass du am Ende 4 Schlingen auf der Nadel hast. Dann alle zusammen abmaschen. 2 Luftmaschen und weiter geht's. Umschlag, in die nächste Luftmaschenlücke, einstechen, Faden holen, einmal durch 2 Schlingen, dann stoppen. Das machst du nun 4 Mal, sodass du am Ende 5 Schlingen auf der Nadel hast. Dann alle zusammen abmaschen. 2 Luftmaschen. Und das wiederholst du wieder rundherum, bis du zum Schluss 16 Cluster hast.
Am Ende der Runde schließt du wieder mit einer Kettmasche in die Luftmaschenlücke. Jetzt kannst du mit der gleichen Farbe wieder weiter häkeln oder du schneidest den Faden ab und beginnst mit einer neuen Farbe mit einem Anfangsknoten und einer Kettmasche. Runde 4, jetzt formen wir unsere Ecken. Ich beginne mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste ganze Stäbchen. Dann häkle ich noch 2 ganze Stäbchen, also insgesamt 3. Zwei Luftmaschen und noch einmal 3 ganze Stäbchen in dieselbe Lücke. Das ist unsere erste Ecke. In die nächste Lücke kommen 3 halbe Stäbchen. Dann in die nächste Lücke 3 feste Maschen. In die nächste Lücke wieder 3 halbe Stäbchen. Und dann kommt die zweite Ecke, also 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Das wiederholst du rundherum, bis du 4 Ecken hast. In die nächste Lücke 3 halbe Stäbchen. In die nächste Lücke 3 feste Maschen. In die nächste Lücke 3 halbe Stäbchen. In die dritte Ecke 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen.
In die nächste Lücke 3 halbe Stäbchen. In die nächste Lücke 3 feste Maschen. In die nächste Lücke 3 halbe Stäbchen. Die vierte Ecke 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du schon weißt, wie es jetzt weitergeht. Drei halbe Stäbchen. Drei feste Maschen. Drei halbe Stäbchen. Nun schließt du die Runde mit einer Kettmasche in die oberste der Anfangsluftmaschen. Jetzt ist meine Sonnenblume übrigens genauso groß wie mein Gänseblümchen. Ich häkle aber jetzt noch eine 5. Runde drauf. Genau das gleiche könntest du aber auch bei deinem Gänseblümchen Granny Square machen. Also, Runde Nummer 5. Der Rahmen um die Sonnenblume herum wird nun größer. Ich mogle mich mit Kettmaschen in die nächste Lücke. Ich beginne mit 3 Luftmaschen als Ersatz für das erste ganze Stäbchen. Dann häkle ich noch 2 ganze Stäbchen, also insgesamt wieder 3. Dann 2 Luftmaschen und noch einmal 3 ganze Stäbchen in dieselbe Lücke. Das ist unsere Ecke. Wie du siehst, die Ecken sehen genauso aus wie in der letzten Runde. Und nun häkle ich die ganze Seite entlang ein ganzes Stäbchen. Pass auf, die erste Masche versteckt sich gerne.
Insgesamt sind es nun 15 einzelne ganze Stäbchen. Jetzt kommt die nächste Ecke mit 3 ganze Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 ganze Stäbchen. Und das wiederholst du rundherum, bis du 4 Ecken hast. Also 15 ganze Stäbchen, die Ecke häkelst du wie gewohnt, 15 ganze Stäbchen, eine Ecke und noch einmal 15 ganze Stäbchen. Zum Schluss schließt du die Runde mit einer Kettenmasche in die oberste der Anfangsluftmaschen. Schneidest den Faden ab und ziehst ihn durch. Und fertig ist dein Sonnenblumen Granny Square. Wenn du magst, teile dein Granny Square auf Instagram und verlinke mich. Nachdem ich ein zeitintensives Projekt fertig habe, kann ich auch wieder mehr online sein und mit euch häkeln. Vielen Dank fürs Mitmachen, fürs Abonnieren, für eure lieben Kommentare, eure Unterstützung, euren Super Thanks. Und ich freue mich riesig, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe, deine Andrea.